Auf dieser Panamerikaner-Reise bin ich jetzt alleine unterwegs. Als Frau in Mexiko. Während Zentralmexiko spektakuläre Orte hat, mache ich mir Gedanken um meine Sicherheit und ob ich mit dem Van alleine klarkomme. Am Ende rücken aber all diese Dinge in den Hintergrund, denn ich fluche sonst nicht, aber das ist eine richtig große Scheiße. Okay, ich glaube, das war's dann mal. Roberto fährt weg und ich bin alleine. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense anymore. Wow. Oh, was für eine Fahrt. Oh. Okay. Das war echt seltsam. Ich meine, ich bin nicht das erste Mal alleine gefahren, so Erledigungen machen zum Beispiel oder so, aber das hier ist echt ungewohnt, so lange Strecken alleine zu fahren. Ich war jetzt gut 1,5 Stunden unterwegs, glaube ich. Ja, aber ich bin am Ziel angekommen. Ich bin hier an einem See und der erste Eindruck ist schon mal richtig gut. Es gibt hier etwas ganz Besonderes, etwas ganz Spezielles, was man hier machen kann. Ich hoffe, das klappt, weil ja, ich muss da noch ein bisschen was dafür machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so geht, wie ich mir das in den Kopf gesetzt habe. Aber ja, ich würde sagen, ich steige jetzt einfach mal aus und sehe mich hier um, schaue, wie das hier aussieht und dann sehen wir weiter. Okay, ich wollte euch eigentlich erst noch in Ruhe ein paar Bilder zeigen von hier, wie das hier aussieht, aber ich kam gerade in ein Gespräch mit einem Fischer und der leiht mir wohl sein Boot aus. Vermutlich, hoffentlich. Er will erst noch testen, ob ich damit klarkomme. Es ist ein kleines Ruderboot. Aber ja, er wartet schon auf mich und darum ja, muss ich kurz meine Sachen packen und dann muss ich auch gleich los. Darum ja, zeige ich einfach gleich direkt, wie es hier aussieht und was hier ist. Auf geht's. So, ich habe hier schon die Schwimmweste in die Hand gedrückt bekommen. Da vorne ist das Bötchen und hier hinter mir ist das Ziel. Es ist gar nicht mal so weit. Also könnte ich das, glaube ich, mit dem Boot hinkriegen. Aber speziell ist es auf jeden Fall. So, mal sehen, wie es mit dem Boot läuft. Okay, und so schnell sind wir auf dem Wasser. Ich bin doch nicht alleine. Ich glaube, ich habe mich doch nicht so gut angestellt. Aber wow, wir sind relativ nahe an dem Tempel, weswegen ich eigentlich hier bin, ins Wasser gegangen. Das heißt, wir sind jetzt auch schon fast vor dem Eingang und wow, sieht das wahnsinnig aus. Also es ist, ja, ich kann es gerade noch nicht in Worte fassen.
Ah, dieser Ort ist so faszinierend. Das ist unglaublich. Und diese Kirche bzw. die ganze Ortschaft, die hier stand, wurde vor etwa 50 Jahren geflutet, um hier diesen Stausee zu erschaffen. Das passierte natürlich mit einigen anderen Dörfern. Die Leute mussten in ein anderes Dorf umziehen bzw. das ganze Dorf neu aufbauen woanders. Aber man sieht sogar ein bisschen noch die Spuren von den Malereien, die hier waren, besonders oben an der Kuppel. Und ja, die verschiedenen Formen und die Feinheiten, es ist schon... Ja, und es leben mittlerweile Schwalben und ein paar Fledermäuse hier. Was für ein Ort. Und ja, wir hatten auch richtig gutes Timing, denn gerade wo wir vom Boot runterkamen, fing das Wetter an richtig launisch zu werden. Gerade scheint die Sonne wieder, aber davor hat sich das Wetter richtig zugezogen. Ja, aber mal abgesehen davon, wie fotogen der Ort ist und wie faszinierend der einfach aussieht, so eine Kirche im Wasser, umso interessanter war eigentlich, was José Manuel auch danach noch erzählt hat. Er hat viel darüber geteilt, wie das tatsächlich damals für die Familien waren, denn ja, 40, 50 Jahre sind noch nicht so lange her. Er selbst, hat mir nachher verraten, wurde auch da geboren, bevor der Ort geflutet wurde. Er konnte mir zeigen, wo die Schule war, die anderen Gebäude, die Ruinen, die es da gab, die Farm, die da stand. Es ist, ja, also für ihn ist das nicht einfach eine Geschichte, für ihn ist das konkret, das ist die Geschichte seiner Familie. Und eben diese Schicksale von all den Familien, die ihr Zuhause verlassen mussten, ihr Ein und Alles und sogar ihre Hinterbliebenen, das ist meistens nicht so greifbar, wenn man einfach nur die schönen Bilder sieht. Wir haben noch den Friedhof besucht oder das, was davon übrig ist. Die Gräber sind nicht mehr instand und genau wie die Kirche wurden auch einige der Gräber danach geplündert. Ja, Menschen ohne Grenzen gibt es überall auf der Welt, aber... Ja, ich fühle mich fast geehrt und ich bin dankbar, dass José Manuel das auch mit mir geteilt hat und mir solche Einblicke gegeben hat. Denn das ist schon was Spezielles. Man darf auch die Schicksale manchmal nicht vergessen, die eben hinter den schönen Bildern sind. Ja, ich bin jetzt gleich wieder zurück beim Van. Ich orientiere mich nochmal neu, ich muss mal ein bisschen aufräumen. Vorher ging alles so schnell, ich bin irgendwie zu nichts so richtig gekommen. Und dann geht's an den Stellplatz. Ich darf nämlich beim Bruder von José Manuel übernachten, auf dem Hof, auf dem Parkplatz. Das ist mega cool, weil ja, hier habe ich so gemischte Infos bekommen zum Freistehen. Beziehungsweise gerade so allein als Frau fühlten sich einige nicht so gut dabei, mich da stehen zu haben. Und darum darf ich da übernachten. Das ist natürlich, gibt mir ein viel besseres Gefühl auf jeden Fall. Ja, aber es ist ja eben schon Abend, das heißt Zeit für Abendessen. Ich bin ja eigentlich, wenn ich alleine bin, immer zu faul, um anständig zu kochen. Aber wir haben es ja im letzten Video, glaube ich, schon mal erwähnt. Wir haben Pläne und die konkretisieren sich langsam. Und wenn die klappen, dann heißt das, dass der Kühlschrank auch leer sein muss. Alles Frische muss einfach aufgebraucht werden. Das heißt, für mich gibt es Resteessen mit Kartoffeln. Obwohl ich finde, jedes Essen mit Kartoffeln ist ein gutes Essen. Bratkartoffeln, Spargel, Tomaten, Paprika, was ich halt so finden konnte. Ja, und mal sehen. Das wird schon irgendwie gut schmecken, oder? Irgendwie komme ich gefühlt jetzt das erste Mal ein bisschen zur Ruhe. Es war irgendwie alles so wirr heute. Und ja, also ich werde jetzt Abendessen, ich werde mir einen Film anschauen. Aber bevor ich das mache, wollte ich euch noch erzählen, wieso ich eigentlich alleine unterwegs bin. Die unsere Videos ja schon länger kennen, die wissen, dass ich eigentlich immer mit Roberto unterwegs bin. Also mit ihm unterwegs bin. Wir sind ja zusammen
und machen diese Reise zusammen. Aber ja, er musste für Erledigungen weg und deswegen bin ich jetzt alleine im Van in Mexiko. Und ich finde es, ja, am Anfang fand ich es seltsam, aber mittlerweile finde ich es eigentlich eine recht coole Erfahrung. Ich habe gemerkt, dass ich mich, glaube ich, mehr auf meine Umwelt einlasse, also mehr auch auf die anderen Menschen. Aber ich bin auch ein bisschen vorsichtiger, denn in gewisse Dinge würde ich mich zu zweit jetzt eher trauen. Also mit Roberto würde ich jetzt zum Beispiel auch ohne wirklich schlechtes Gefühl oder Unsicherheit unten am See übernachten. Wo mir aber die Locals hier mehrfach gesagt haben, so, nee, alleine als Frau wäre es nicht so gut. Und da merkt man es dann halt eben schon. Aber ansonsten, ich koche offensichtlich immer noch für 2 Personen. Und ja, vielleicht schwafle ich ein bisschen mehr in die Kamera, weil ich halt sonst niemanden zum Reden habe. Also ich merke es schon, gerade so gegen Abend, ja, fehlt er mir schon ein bisschen. Aber auf der anderen Seite ist auch eine coole Erfahrung. Also ich bin froh, dass ich das mal machen kann. So, und bevor ich jetzt eben in dieses Schwafeln komme, hole ich mir mein iPad, ich esse das hier und wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen. Ich bin gleich in der Früh vom Schlafplatz weggefahren, hier wieder an den See. Aber ich will heute ja noch weiter. Darum werde ich mich nicht mehr allzu lange hier aufhalten, obwohl es hier noch so viel zu sehen gäbe. Also hier gibt es wohl irgendwelche Steinformationen, eine riesen Christusstatue. Ja, man könnte wandern. Also diese Gegend hier hat wirklich so viel zu bieten. Und gerade José Manuel schwärmt immer davon. Also er wüsste, glaube ich, alle Orte, die man hier besuchen könnte. Ihn habe ich heute früh auch schon getroffen. War auch voll süß. Die haben gestern Abend nochmal vorbeigeschaut, gefragt, ob alles okay ist, ob ich noch was brauche. Und ja, habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt hier. Kleine Pause. So. Ausgerüstet mit Grapefruitwasser und bei der Hitze ein Eis natürlich. Wir haben 27 Grad. Fühlt sich aber einiges heißer an so hinter der Scheibe. Also braucht es mal eine Abkühlung. Okay, nicht das Ziel, aber das Zwischenziel ist erreicht. Ja, ich schaue mich gleich mal um. Hier soll es eine besondere Farm geben und ja, bin gespannt. Na gut, ich gebe zu, ich hatte es mir ein bisschen größer vorgestellt.
Aber ja, als ich gehört habe, dass es hier in Mexiko und eben nicht in der Provence oder Frankreich, wie man es so denken würde, auch eine Lavendelfarm gibt, dann wollte ich mir das unbedingt ansehen. Und tatsächlich, kaum bin ich aus dem Auto gestiegen, kam dieser Lavendelgeruch mir entgegen. Normalerweise ist Lavendel ja eigentlich nicht so mein Ding, also ich kriege davon recht schnell Kopfweh und es ist mir oft schnell zu viel. Aber hier ist es gerade richtig und so durch die Felder durchzuspazieren war schon sehr schön. Und man sieht auch genau, wie es verschiedene Sorten hier gibt. Sie haben ganz viele verschiedene Lavendelarten und je nachdem blühen die eben früher oder später oder sind auch die Büsche größer oder kleiner und das hat man recht gut gesehen. Die Saison hat erst vor kurzem angefangen, das heißt, viele der Lavendelbüsche werden erst noch blühen und ja, aber es ist echt süß hier, so mit diesen, auch mit den Gartengeräten, die sie dazwischen liegen haben und die Bienen und Schmetterlinge, die es hier überall gibt. Also ist eine schöne Stimmung hier. Aber eigentlich bin ich ja wegen was anderem hier, nämlich ich bin hier eigentlich in der Ortschaft Mineral Los Pozos. Wieder ein Pueblo Mágico, ein magisches Dorf und das sehen wir uns jetzt an. Ich habe es natürlich falsch gesagt, es heißt Mineral de Pozos. Und ich würde sagen, der erste Eindruck von dieser Ortschaft ist schon mal richtig gut. Es ist auch ein Pueblo Mágico, hat also, ja, wahrscheinlich wie die anderen Orte wieder viel zu bieten, ist wieder sehr vielfältig. Auf jeden Fall gibt es einiges an interessanter Geschichte auch zu diesem Ort, aber dazu erzähle ich dann später gleich mehr. Irgendwie nicht so viel Leben hier in den Straßen wie in anderen Orten, aber das hat einen Grund, denn heute ist in Mexiko Muttertag. Der wird hier an einem anderen Tag gefeiert als jetzt zum Beispiel im deutschsprachigen Raum oder anderen europäischen Ländern. Aber das ist auch der Grund, wieso viele Läden zu haben, auch viele Cafés. Ich wollte eigentlich einen Kaffee trinken, aber habe noch nichts gefunden. Genau deshalb. Oder ein paar Restaurants haben offen und da gehen alle Familien jetzt essen und feiern den Tag der Mütter. Mineral de Pozos ist stark durch seine Geschichte geprägt, also versuche ich die mal kurz zusammenzufassen. Die ursprüngliche Bevölkerung hier waren oder sind die Chichimecas. An einem gewissen Zeitpunkt kamen aber die Jesuiten hierher und wollten die Chichimecas evangelisieren und etwa zu der Zeit wurde auch Metall in den Bergen entdeckt. Das heißt, mit den Jesuiten kamen auch Minenbauer, Bergbauer und ja, entsprechend wurde da eine riesen Infrastruktur ausgebaut, um eben das Metall abzubauen. Den Chichimecas gelang es aber irgendwann, die Jesuiten zu vertreiben. Das war Anfang des 19. Jahrhunderts. Mit ihnen gingen aber auch wieder die Bergbauer und somit blieben hier diese Ruinen zurück. Und die sind auch an verschiedenen Orten um diese Ortschaft herum verteilt und prägen extrem das Bild dieser Stadt. Also das ist schon ein Teil, den man nicht auslassen kann, wenn man hier ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob es immer noch dieser Bergbau stattfindet, ob das Metall immer noch abgebaut wird. Aber man kann auf jeden Fall diese Minen, diese Minenruinen normalerweise auch besuchen, wenn nicht gerade jemand so Pech hat wie ich und an Muttertag hier ist, wo alles zu ist. Und es gibt natürlich auch Museen, wo alles nochmal näher beschrieben wird. Ja, das wird heute leider nichts. Aber es ist schon interessant und es macht auch verständlich, wieso das hier eben ein Pueblo Mágico ist, denn diese Geschichte ist schon sehr speziell. Ich bin wieder beim Van angekommen. Trautes Heim, Glück allein. Bin so müde, ich habe sogar vergessen aufzuschließen. Und dementsprechend würde ich sagen, war schön hier, wenn auch ja, eher überschaubar, aber ganz nett.
Und ja, ich fahre jetzt an den Schlafplatz. Beim Museum haben sie mir gesagt, dass ich da übernachten kann. Also mache ich das da und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen. Ja, den Ort, an dem ich heute aufgewacht bin, kennt ihr wahrscheinlich schon aus dem letzten Video oder vorletzten. Ich bin wieder bei der Werkstatt in San Miguel de Allende, denn heute ist der Tag. Ich lasse Jimmy hier für einige Wochen. Es fühlt sich richtig seltsam an und ich habe so viele Dinge im Kopf. Wahrscheinlich vergesse ich auch die Hälfte der Dinge, die ich überhaupt mit dem Van machen muss, denn ich muss packen und den Van dafür fertig machen, dass er jetzt einige Wochen ja, einfach da steht oder an ihm gearbeitet wird. Ja, bestimmt vergesse ich wieder was. Das sind eben die Dinge, wo ich froh bin, wenn man zu zweit dran denken kann. Aber ja, ich habe mir eine Liste gemacht, nach der werde ich arbeiten und dann vergesse ich hoffentlich nichts. Auch beim Packen ist das ja immer so eine Sache. Ja, fühlt sich seltsam an, Jimmy so zurückzulassen, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch. Ich bin ein bisschen nervös, ich habe auch nicht so gut geschlafen. Also nicht, dass es mir irgendwie im Kopf gerattert hätte, aber unruhig. Ich habe halt nicht sehr viel geschlafen. Aber ja, das wird schon irgendwie, oder? Hier ist die Liste. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ist einiges drauf, was gemacht werden muss. Ja, ich habe einen Zeitplan, denn ich habe gestern bereits die Wäsche gebracht. Die muss ich heute um 1 Uhr abholen. Erst danach kann ich natürlich fertig packen. Und um 4, halb 5 etwa muss ich zum Busbahnhof rüberfahren, denn um 5:30 fährt mein Bus. Den muss ich natürlich erwischen, das Ticket habe ich schon gebucht. Also ja, gilt es, den Zeitplan einzuhalten. Damit kann ich wieder was abhaken. Bevor es jetzt aber ans Packen geht, muss ich was essen. Ich habe heute noch nichts gegessen und Roberto wird lachen, wenn er das sieht. Sowas wie eine Mischung zwischen Zopf und Zimtschnecken. Und ich kaufe mir das immer wieder mal und Roberto findet, ich esse zu viel Süßkram. Hat er eigentlich auch recht, gesund ist es sicher nicht. Aber ab und zu gönnt man sich eben auch was. Und es ist ein schnelles Frühstück. So, und ich glaube, damit ist auch das Thema Packen durch. Eine Sache muss ich noch machen, wo ich den Platz verlassen muss, nämlich ich muss die Wäsche holen. Also fahre ich da gleich mal hin. Jetzt ist ja schon etwa 1 Uhr, dann meinten sie, kann ich kommen. Also los, damit ich im Zeitplan bleibe. So, noch was zum Abhaken. Ich fluche sonst nicht, aber das ist eine richtig große Scheiße. Ja. Da wird gerade unser Auto aufgebockt. Ich könnte heulen. Okay, ich weiß nicht, was ich vorhin so aufnehmen konnte. Auf jeden Fall ist das hier jetzt ein Einzelteil. Das ist von unserem Rücklicht. Und so sieht das jetzt aus hier hinten.
Ich habe drinnen geschaut, drinnen scheint alles intakt zu sein, hat sich nichts deformiert. Also wahrscheinlich ist es nur so diese Außenwand, kann man das so sagen? Außenwand. Ja, kam halt ein Lastwagen mit einem langen Anhänger und hat die Kurve zu eng genommen und ich stand dann im Weg. Nee, aber ich muss sagen, er war sehr korrekt. Und wir sind zum Glück, das war an der Einfahrt in die Garage, also in dieses Areal. Also konnte uns auch Matthias, der Besitzer von der Werkstatt, hier auch gleich mit Kommunikation und so helfen. Und ja, ist halt scheiße, kann man nicht anders sagen. Aber wir sind wenigstens direkt bei der Werkstatt. Aha, hättest du es erst falten wollen? Ne, ich hätte gedacht, vielleicht kriegen wir es. Da kann man jetzt auch einfach hier von dem... Ach so, von dem Breiten? Genau. Was für ein Meisterwerk. Ja, ich muss ehrlich zugeben, mit Filmen und Vloggen tue ich mir gerade ein bisschen schwer. Ich habe jetzt schnell noch die anderen Sachen abgehakt, bringe noch den Müll und die Schlüssel. Und ansonsten ist jetzt der Van eigentlich abgabebereit. Leider gibt es wohl noch etwas mehr, das gemacht werden muss, was wir so echt nicht vorhatten. Das ist echt kacke. Ich meine, ich weiß, wir hatten Glück. Es hätte schlimmer kommen können und wir sind direkt bei einer Werkstatt, aber okay. Ben ist so lieb. Er ist ja auch immer noch hier bei der Werkstatt. Er fährt mich gleich zum Busbahnhof und dann ja, sehen wir, wie es da weitergeht. Geht, oder? Oh ja. Da hinten ist Ben. Vielen Dank auch fürs Fahren und überhaupt für die mentale Unterstützung heute Nachmittag. Das war wirklich intensiv. Ja, und ich würde sagen, damit schließt sich langsam der Kreis. Wir sind wieder da, wo wir am Anfang des Videos waren, nämlich am Busbahnhof. Ja, ich bin, glaube ich, recht gut in der Zeit. Oh, ich laufe auf der Straße. Und ja, mal sehen, ob der Bus schon da ist, ob ich schon einsteigen kann. Hier hinten ist mein Bus. Ich habe es also zeitlich sehr gut geschafft. Ich hole jetzt mein Ticket raus und schaue, ob ich schon mal einsteigen kann, weil ich bin echt platt. Der Tag war sehr intensiv. Das Ende, naja gut, es ist noch nicht ganz das Ende, aber also das war wirklich ein Desaster. Ich meine, unser ganzes Leben ist in dem Van und weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, es wird nicht mehr besser. Ich beende jetzt hier dieses Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich konnte euch ein bisschen zeigen, wie es auch alleine in Mexiko unterwegs ist. Auch wenn es so ein blödes Ende hatte. Aber ja, hoffentlich seid ihr weiterhin mit dabei. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn dem so war und ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Auch über ein Like oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Hasta luego. Schon die ersten Mücken hier. Dass ich den Ventilator ausschalten muss, weil sonst rauscht es hier dauernd. Aber, au.